Ist höher immer besser? Das versuche ich heute mit dir herauszufinden. Im Vergleich der alte TRX4 Defender und der TRX4 in der High Trail Edition, hier mit einem Chevy K10. Viel Spaß bei diesem Video. Dieses Fahrzeug hier, der TRX4 in der High Trail Edition, wird mir zur Verfügung gestellt von meinem guten Freund, dem David. Er hat dieses Fahrzeug gekauft und noch gar nicht ausprobiert, deswegen ist hier auch noch die Schutzfolie drauf. Und ja, vielen Dank, David, dass ich heute hier dieses Video mit deinem Fahrzeug machen kann. Auf der anderen Seite mein heißgeliebter TRX4 Defender, der schon einiges mitgemacht hat, und ich möchte heute mit dir zusammen einmal herausfinden, welche Unterschiede gibt es denn zu diesen beiden Fahrzeugen. Wir gehen so ein bisschen auf die Größenverhältnisse ein bisschen auf die Technik und zum Schluss gibt es dann nochmal mein ganz persönliches Fazit zu diesen beiden Fahrzeugen. Zu Beginn möchte ich gerne mit der Karosserie anfangen und man muss ganz ehrlich sagen, es ist erstmal Geschmackssache, was du gerne haben möchtest. Möchtest du einen klassischen Defender haben, einen Land Rover, oder möchtest du lieber etwas Amerikanisches haben, einen Chevy K10? Das bleibt dir natürlich von der Optik erstmal komplett selbst überlassen. Dennoch gibt es, wie ich finde, qualitative Unterschiede bei den beiden Lexan-Karosserien, auf die möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Lizenziert sind beide Karosserien. Das sehen wir alleine schon daran, dass wir auch ein Defender-Schriftzug haben oder auch hier ein Chevy-Logo haben. Also lizenziert sind beide Fahrzeuge. Wenn man sich die Karosserien jetzt mal so anschaut, dann sieht man natürlich, dass mein TRX4 gebraucht ist. Ja, er ist viel im Einsatz gewesen und er hat auch noch so einen leichten Schmutzfilm drauf, natürlich. Und der hier, der ist ganz neu. Aber auf den ersten Blick wirkt für mich der Chevy etwas wertiger. Das kann an dem Chrom liegen, obwohl ich persönlich eigentlich kein Chrom-Fan bin, aber dennoch wirkt es alles etwas wertiger. Wir haben hier eine Kunststoffstoßstange, die verchromt ist. Hier in meinem Fall ist es eine Tuning-Stoßstange, hier die Originalstoßstange, damit man das auch sauber miteinander vergleichen kann. Also diese hier, die ist natürlich ganz klassisch, ganz einfach gehalten, wirkt aber sehr, sehr schön. Diese hier, die ist stabil, erfüllt ihren Zweck. Man hat hier vorne noch zwei Haken dran, das fehlt hier. Ne? Die ist stabil, ist auch einigermaßen wertig, wirkt aber dennoch billiger als hier auf der Seite. Wenn wir uns hier den Kühlergrill anschauen, dann ist der wirklich richtig schön mit Chrom, sehr dreidimensional und auch hier die schicken Lampen, hier unten die Blinker und auch dieses Glas hier, das ist nicht klar, sondern wir haben hier diese leichten Rillen drin, so wie man das früher bei diesen alten Glasscheinwerfern auch noch hatte. Das haben wir aber auch hier beim Defender. Wir haben auch hier keine Klarglasscheinwerfer, sondern auch hier diese leichten Rillen drin. Und auch hier der Kühlergrill ist schön geformt. Und wenn man hier mal so ein bisschen reinschaut, sieht man auch angedeutet nochmal so ein bisschen diese Lüfter. Also da ist es vielleicht tatsächlich eine Geschmackssache. Auf den ersten Blick wirkt das hier für mich aber wertiger. Jetzt gibt es einen Unterschied, der wirklich sehr groß ist, wie ich finde, der viel ausmacht. Wir haben bei dem TRX4, bei dem Defender, hier noch diese zwei Huppels dran. Und dort werden natürlich die Karosserieklammern durchgesteckt, um die Karosserie hier zu befestigen. Das ist ganz klassisch, das kennt man vom RC-Modellbau, wenn man hier mit Lexan-Karosserien arbeitet. Aber das wurde hier inzwischen verändert. Man darf nicht vergessen, zwischen diesen Fahrzeugen liegen mindestens, in meinem Fall jetzt glaube ich 4 Jahre. Und hier gibt es das nicht mehr. Hier ist die Karosseriebefestigung im Kotflügel enthalten. Hier hat man so 2 Kunststoffnasen, die zieht man auseinander und dann kann man das hier lösen und auch wieder aufstecken. Das funktioniert sehr gut und macht auch nochmal einen schönen Eindruck. Hier gab es noch keine Scheibenwischer. Das hat Traxxas sich damals noch geklemmt. Hier bei dem Chevy haben wir jetzt schöne
Chromscheibenwischer. Ein sehr, sehr schönes Detail, wie ich finde, und es wertet das Ganze auch nochmal deutlich auf. Aufkleber hier, Lüftungseinlässe hier auf den beiden Seiten, genauso wie hier oben, das ist klassisch geblieben. Auch hier haben wir 2 Aufkleber jeweils. Was leider auch so geblieben ist, das sind die schwarz beklebten Scheiben. Diese Scheiben hier sind nicht durchsichtig, es ist ein schwarzer Aufkleber. Inzwischen gibt es viele TRX4 Karosserien auch mit klaren Scheiben, das finde ich sehr gut, aber in den Standardfarben hat man diese hier immer in schwarz beklebt bekommen. Man bekommt aber diese Karosserie hier auch in Clear, sodass man sich eine eigene Farbe aussuchen kann und diese dann lackieren kann. Da kann man dann die Scheiben natürlich auch freilassen. Das finde ich sehr schade, dass Traxxas das hier nicht umgesetzt hat, sondern dass es auch hier zugeklebt ist. Das hätte mir sehr gut gefallen. Man hätte hier ein Interieur einbauen können und hätte dann hier schön reinschauen können. Vielleicht kommt diese Karosserie noch in klar. Stand jetzt gibt es das noch nicht, aber wenn es das gibt, dann würde ich auf alle Fälle auch empfehlen, die Scheiben dann hier klar zu lassen. Von der Front her, finde ich, wirkt das hier insgesamt etwas wertiger, aber der TRX4 hier, der Defender natürlich auch sehr robust mit seinem Überrollkäfig und mit seinem Spiegel, die so ein bisschen gummimäßig sind, die gehen auch nicht so schnell kaputt. Hier habe ich da so ein bisschen das Gefühl, dass die auch mal abbrechen könnten, wenn er fällt. Also dieses Fahrzeug hier wirklich sehr stabil und für den harten Geländeeinsatz, und hier tut es einem dann auch wirklich schon sehr, sehr weh, wenn er dann mal die Böschung runterkippt. Hier sieht man jetzt auch noch mal ganz krass diesen Höhenunterschied von der High Trail Edition im Vergleich zum TRX4. Darauf gehe ich später noch mal ein. Jetzt erstmal weiter zur Karosserie. Wir haben hier so ein paar Chromzierleisten, diese sind geklebt. Hier an der Seite diese Positionsleuchte, die ist allerdings noch richtig Kunststoff. Da kann man dann auch ein Lichtset einbauen. Hier der eben erwähnte, doch sehr filigrane Spiegel. Und hier haben wir einen Chromtürgriff, den kann man auch richtig anfassen. Der ist auch richtig da, richtig haptisch. Und dann hier nochmal diese klassische, unaufregende Seitenansicht von einem Pickup. So sieht es dann hier bei dem TRX4 aus. Hier war es damals noch so, dass die Türgriffe auch nur Aufkleber waren und man sich dann im Zubehör seine Türgriffe dann selber holen musste, wenn man die so wirklich haptisch haben wollte, wie jetzt zum Beispiel hier bei diesem Fahrzeug. Was hier auch gleich ins Auge fällt, das ist der Unterschied zwischen den Rädern. Ich habe jetzt hier allerdings Tuningräder drauf. Das wollen wir natürlich so nicht. Wir sehen jetzt hier einmal den originalen Traxxas-Reifen mit der Felge. Das Ganze ist geklebt. Wir haben eine normale Kunststofffelge dabei gehabt mit schönen Reifen, die sich gut anfühlen. 1,9er Felgen haben wir hier und ganz normale Kunststofffelge zum Ranschrauben. Das sieht hier ein bisschen anders aus. Hier haben wir keine 1,9er Räder mehr, sondern 2 Zweier. Wir haben hier die schöne Chromfelge. Und was jetzt hier auch auffällt, wir haben Nabendeckel. Vorne wie hinten haben wir Nabendeckel. Das heißt, man sieht diese Schrauben hier von der Befestigung nicht mehr. Da finde ich, hat Traxxas sich durchaus was einfallen lassen. Das gefällt mir sehr gut. Auch hier hinten ist es ein leichter Äpfel- und Birnenvergleich, weil diese Fahrzeuge sind einfach von der Karosserie unterschiedlich. Hier der Pickup mit einer schönen Heckstoßstange und hier diesen tollen Rücklichtern. Die sind auch nicht ganz durchgefärbt, sondern wir haben hier für den Rückwärtsgang auch so einen kleinen Klarglasbereich und das Ganze ist mit Chrom umrandet, finde ich sehr schick. Auf dieser Seite beim Defender haben wir natürlich mehr Klimbimsel dran, wie es beim Defender halt auch so ist. Wir haben hier hinten ein Reserverad, hier jetzt verkleidet mit einer Reserveradabdeckung. Wir haben dann hier nochmal Benzinkanister dran und auch nochmal einen Wagenheber. Das sind halt wirklich so typische Sachen, die an einem Defender auch dran sind. Nichtsdestotrotz finde ich, sieht das hier wertiger aus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde es etwas wertiger. Was hier natürlich auch wieder sehr, sehr deutlich wird, das ist dieser Vergleich High Trail Edition und normalem TRX4. Hier, der hört hier unten auf und hier haben wir halt nochmal richtig Platz. Dieses Fahrzeug hier ist einfach ein deutliches Stück
höher. Ich habe auch hier eine Tuning-Heckstoßstange dran. Hier einmal kurz zum Vergleich. Das wäre jetzt eine Heckstoßstange original vom TRX4. Da sind normalerweise auch 2 Haken dran. Aber ja, die ist stabil. Aber im Gegensatz hierzu wirkt es einfach nicht so wertig. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Kommen wir jetzt zu ein paar faktischen Daten zu diesen beiden Fahrzeugen. Warum das Ganze hier High Trail Edition heißt, merkt man auch ziemlich schnell an den Daten. Kommen wir mal zu der Länge. Der Chevy hat eine Gesamtlänge von 56,3 cm. Der Defender ist etwas länger mit 58,6 cm. Die Breite, hier ein sehr wuchtiger Auftritt vom Chevy mit einer Gesamtbreite von 27 cm. Da ist der Defender hier deutlich schmaler mit 24,9 cm. Jetzt in der Gesamthöhe ist dieses Fahrzeug hier 27,7 cm hoch und der Defender, wenn er nicht gerade so laff eingestellt ist wie meiner, 29,2 cm hoch, also insgesamt eigentlich ein kleines bisschen höher als dieses Fahrzeug, auch wenn es jetzt gerade nicht so wirkt, aber wir haben hier natürlich eine deutlich höhere Karosserie an sich. Bei dem Chevy haben wir einen Radstand von 33,6 cm, ein bisschen geringer hier der Defender mit 32,4. Die Bodenfreiheit, die ist ja hier jetzt bei diesen beiden Fahrzeugen das Ausschlaggebende. Und hier haben wir eine wahnsinnige Bodenfreiheit von fast 10 cm, nämlich 9,9 cm. Und hier beim Defender 8 cm, wobei meiner auch durch sein Gewicht noch ein bisschen niedriger liegt. Wenn wir schon gerade beim Gewicht sind, da tut sich eigentlich gar nicht so viel. In der Standardausführung wiegt der Chevy 3,35 Kilo und der Defender minimal mehr mit 3,38 Kilogramm. Reifen, das denke ich, sieht man allerdings doch sehr deutlich, haben wir hier 1,9er Reifen beim Defender und 2 2er Reifen beim Chevy. Jetzt wollen wir den beiden mal unter ihr Blechkleid gucken. Die Karosserien ließen sich sehr einfach entfernen. Bei dem Chevy halt hier mit diesen Karosserieklammern innerhalb der Kotflügel mit diesen beiden Kunststoffarretierungen hier und hier ganz klassisch von diesen Karo-Haltern. Bitte nicht irritieren lassen, dieses Fahrzeug hier ist natürlich gebraucht. Es wurden die eine oder andere Veränderung vorgenommen, im Gegensatz zu diesem Fahrzeug, der ist jetzt brandneu. Allerdings kann man doch ganz gut, wie ich finde, hier die Unterschiede einmal feststellen. Wenn wir uns die Fahrzeuge von vorne einmal ansehen, dann macht es doch erstmal einen sehr, sehr beeindruckenden Unterschied. Hier haben wir jetzt unsere normale Stoßstange, ne, die endet hier vorne. Und dann urplötzlich roms hier oben die Stoßstange von dem Chevy. Ja, das kann man auch gerne mal so ein bisschen für sich wirken lassen. Wir sehen auch nochmal hier die Bodenfreiheit zum Differentialgehäuse. Im Gegensatz hierzu, hier darf man natürlich auch nicht vergessen, dass dieser Unterschied hier unten hauptsächlich daran liegt, dass wir hier diese kleineren Reifen haben, im Gegensatz hier zu der hohen Edition. Schauen wir uns das nun mal im Seitenprofil an. Da können wir sicherlich den Unterschied nochmal sehr, sehr deutlich erkennen. Hier brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Der Unterschied spricht, denke ich, für sich. Hier dieser Rock Slider an den beiden Enden. Ja, also der Unterschied ist dann doch sehr, sehr deutlich. Dieses Fahrzeug hier soll ja auch laut Hersteller 2,5 cm höher liegen als der TRX4. Und das glaube ich auf jeden Fall sofort. Das liegt nicht nur an den Rädern, sondern auch an den Aluminiumstoßdämpfern, die hier nochmal um ein deutliches länger sind. Und auch hinten ist der Unterschied nochmal gut zu erkennen, genauso wie vorne. Hier hinten die Heckstoßstange sehr, sehr hoch angebracht. Das Fahrzeug wirkt hier hinten doch sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Also er wirkt etwas frontlastiger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Klar, Elektronik sitzt vorne, aber er wirkt hier hinten doch sehr leicht. Da wirkt dieser hier, ja, etwas schwerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, den Höhenunterschied sieht man gut.
Hier nochmal mit so Mattflaps, die packe ich mal beiseite, die sind ja original nicht mit dabei. Ich denke, man sieht es ganz gut. Also die Bodenfreiheit bei dem Chevy ist deutlich, deutlich höher und auch der Böschungswinkel hier ist nochmal wesentlich besser als beim Defender. Das dürfte im Gelände einen ordentlichen Unterschied machen. Der Hauptunterschied, der hier eigentlich direkt ins Auge fällt, das sind hier die Kotflügel. Das kennt man auch schon seit dem Bronco von Traxxas. Dort sind hier diese Kotflügel nicht mehr in der Karosserie, sondern hier fest am Chassis befestigt. Und hier diese Löcher sind für die neue Karosseriehalterung. Da haben wir hier natürlich noch die alten Karosseriehalter, wo man dann diese Klammern reingesetzt hat, diese Splinte. Das gehört hier jetzt der Vergangenheit an. Und hier die Radkästen, die inneren, die befinden sich halt bei den älteren Modellen noch an der Karosserie. Das ist so der Unterschied, der jetzt hier am meisten ins Auge fällt. Beim Chevy haben wir hier vorne noch eine Platte, bei der wir hier zum Beispiel eine Seilwinde befestigen können. Das fehlt hier bei dem Defender komplett. Der Lenkservo, der ist hier hoch eingebaut. Hier ist ein Tuning-Lenkservo drin. Aber beide haben ab Werk ein Lenkservo mit Metallgetriebe. Der Motor ist identisch. Es ist in beiden Fällen ein Traxxas Titan-Motor mit 21 Turns, ein 550er Brushed, bedeutet also Bürstenmotor, kein Brushless hier verbaut. Regler ist in meinen Augen auch identisch, genauso wie diese kleinen 9 Gramm Servos hier zum Öffnen und Sperren der Differentiale hier auf dieser Seite und hier unter meinem Soundmodul, hier vielleicht etwas besser zu sehen, hier dieses kleine Servo, das ist dafür da, zwischen dem Low-Gang und dem High-Gang zwischenzuschalten. Das Akkufach, das ist gleich geblieben. Hier steht nochmal drauf, Akkus bis 23 mm Dicke. Wenn wir das Ganze drehen, schwuppdiwupp, haben wir dann bis zu 26 mm Dicke. Das finde ich ist eine super Eigenschaft. Das haben wir auch hier bei dem normalen TRX 4. Und ansonsten, ja, geht das Fahrzeug hier hinten dann noch so ein bisschen zurück und hier hört es dann etwas schneller auf. Der Radstand des TRX 4 ist ja auch ein klein wenig kürzer als hier bei dem Chevy. Ansonsten ist hier nichts verändert. Beides Leiterrahmen, hier mit so einem Stahl-U-Profil, sehr stabil. Aber da kann ich jetzt keine Unterschiede feststellen, bis auf hier diese Platte über dem Lenkservo und die festen Radkästen. Kommen wir jetzt zu meinem ganz persönlichen Fazit von diesen beiden Fahrzeugen. Jetzt möchtest du sicherlich eine Kaufempfehlung haben und ich soll dir jetzt sagen, welchen der beiden du kaufen sollst. Das ist natürlich sehr schwierig, weil in meinen Augen ist es in erster Linie wirklich Geschmackssache. Bist du mehr der Defender-Typ, dieses urige Offroad-Monster, oder stehst du mehr so ein bisschen auf diesen American Lifestyle und sagst, boah, diese alten Chevy-Trucks und toll und dann hier noch so ein V8-Soundmodul rein, das holt mich voll ab, das finde ich klasse. Ja, dann wärst du damit besser bedient. Vom Chassis her muss man sagen, dass der Traxxas TRX 4 nicht ohne Grund seit Jahren wirklich extrem beliebt ist und wie ich finde, auch das Maß aller Dinge ist. Dieses Fahrzeug hier ist auf keinen Fall schlecht. Du machst damit immer eine gute Figur im Gelände und kommst über fast alles drüber. Das muss man wirklich sagen. Wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht dieses Fahrzeug schon hat und eine Ergänzung sucht, oder sich einfach sagt, ich fahre über extrem dicke Baumwurzeln und bei mir muss es der dickste Stein sein, wo ich rüberkommen muss. Dann solltest du dir hier mal diese High Trail Edition anschauen. Ich persönlich finde, dass Traxxas sich durchaus weiterentwickelt hat. Diese Karosserie gefällt mir optisch sehr gut. Mir gefallen die Details etwas besser. Und wenn ich jetzt nicht schon 2 von diesen hier hätte, würde ich tatsächlich überlegen, dieses Fahrzeug zu kaufen, weil auf den ersten Blick
kann es sicherlich doch noch mehr im Gelände und die Details, die holen mich einfach absolut ab. Was Traxxas leider bis heute nicht hinbekommen hat, beim Defender nicht und leider auch nicht bei dem neuesten, bei der High Trail Edition, das ist bei der Fernsteuerung das Sperren und Öffnen der Differentiale. Hier jetzt mal meine Defender-Fernsteuerung. Wir sperren immer zuerst das eine Differential und dann das nächste. Wir können also nicht die Differentiale unabhängig voneinander öffnen und sperren. Das heißt, du machst erst immer vorne oder hinten und dann noch ein zweites dazu. Das finde ich sehr schade. Es wäre sicherlich ein einfaches gewesen, wie zum Beispiel beim Absima Sherpa oder Yucatan, hier einfach 2 Druckknöpfe einzubauen, dass man diese Sperren unabhängig voneinander schalten kann. Aber das macht Traxxas nicht. Ich weiß nicht warum, ich finde es schade, weil sie haben sich weiterentwickelt. Das sieht besser aus. Ich finde das schick, ich finde das toll. Aber da sind sie irgendwie stehen geblieben. Warum? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Also, wenn du auf was Klassisches stehst und im normalen Gelände unterwegs bist, dann der Defender auf keinen Fall eine schlechte Wahl, immer wieder ein tolles Fahrzeug, sehr robust, auch hier an der Karosserie kann nicht viel passieren, aber wenn du ein bisschen mehr Wert auf Scale-Detail legst und sagst, da muss aber auch ein bisschen höher noch sein für meinen Geschmack und da muss ein bisschen mehr Bling-Bling, ein bisschen mehr Shishi dran sein, dann ist sicherlich die High Trail Edition etwas, wo du mal genauer dran nachschauen solltest. Das war's von mir. Es wird sicherlich noch einen Vergleich im Gelände von diesen beiden Fahrzeugen hier geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke nochmal, David, dass du mir dein Schätzchen hier ausgeliehen hast. Der geht jetzt zurück in die Verpackung. Bis dahin, mach's gut, dein World Control RC.